Ja, hallo. Wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und hier in der Toskana im wunderschönen Orcia-Tal. Die Orcia ist ein Fluss, der fließt gleich hier unten hinter mir, hinter dem Weinberg. Und dieser Fluss hat mich inspiriert zu einer Musik. Es wäre schön, wenn du dir den ersten Teil anschaust von diesen Orca-Wellen, diesen Flusswellen, weil da habe ich noch ein bisschen mehr erklärt und Tipps gegeben, wie ich gefühlvoll spiele. Und damit hast du auch schon die Basics, mit denen wir dann herum experimentieren können. Jetzt kommt der zweite Teil, etwas schwierigere Griffe, zumindest in der rechten Hand. Ja, ich rate dir, wie auch im ersten Teil und wie immer, entspann dich einfach kurz. Schau, wie du gestimmt bist. Nicht nur die Harfe, sondern auch du, wie du dich fühlst, ob du entspannt bist. Und dich wirklich diesen Tönen und dieser Musik jetzt hingeben kannst. Nimm dir einfach ein wenig Zeit. Ja, wir sind in H-Dur. Das heißt, die A-Klappe ist oben, wenn du eine Harfe ohne Klappen hast. Es gibt ein Tutorial. Was mache ich dann? Natürlich kannst du das auch spielen. Und diese Musik der Flusswellen, der Orca-Wellen, das sollte eigentlich eine Soundjourney sein, die wir jetzt noch nicht abgedreht haben, aber ich hoffe im September dann. Aber die Musik ist inspiriert von diesem Fluss hier. Über den habe ich im Teil 1 mehr erklärt. Wir sind in H-Dur, spielen aber, wir fangen auf C an mit 3 Klängen. 3 Klänge kannst du vielleicht schon oder du guckst dir das erste Tutorial an. Das heißt, wir sind jetzt in H-Dur, fangen auf C an, das ist also Dorisch, eine alte Kirchentonart. Und die Akkorde, auf die wir wechseln, ist C, Dreiklang, also immer eine ausgelassen, G, E-Seite und D-Seite. Also die C-Seite, zweimal, G-Seite, die E-Seite und die D-Seite. Das kannst du natürlich auf deinen ganzen Gs, C, G, E und D-Seiten machen, wie du möchtest. Und so weiter. Also der Baukasten, der im Tutorial 1 von den Orca-Wellen ist, der ist jetzt erweitert mit dem, was jetzt kommt. Da habe ich noch 3 Variationen für dich. Die finde ich auch sehr, sehr schön zu spielen. Und ich zeige dir jetzt mal die erste. Du legst genauso auf wie vorher, spielst die 6 Töne nach oben ab. Der Durchgang geht 6 Töne nach oben, dann die linke Hand wieder einen Dreiklang nach oben und dann darf die rechte Hand 3 Töne spielen, wie sie gerade möchte, beliebig. Es ist natürlich leicht, wenn ich vorher immer auf diesem G war, damit zu hantieren, zum Beispiel. Ups. Vielleicht aber auch so. Natürlich kannst du auch andere Töne nehmen, aber es klingt immer gut und es hört sich schön an, wenn du hier auf dem G beginnst, also auf dem G, wo du vorher eben schon warst, durch den Dreiklang nach oben. Wir wechseln aufs G, auf die G-Seite. Jetzt habe ich mal 3 Töne nach unten gespielt. Wieder ein Wechselschlag und auf die D-Seite.
Ja, ich habe es jetzt nicht immer nur auf dem G oder auf der Quinte praktisch begonnen, sondern bin dann auch mal nach oben oder irgendetwas anderes gemacht. Da kannst du machen, was du möchtest und einfach ausprobieren. Das macht ja eh am meisten Spaß. Und gib Gefühl hinein, dass so einfache Melodien oder so einfache Töne und Abläufe nicht so monoton und so mechanisch sind, sondern spiel mal lauter, mal langsamer. Stell dir diesen Fluss vor, wie die Wellen stärker sind, wie sie ganz sanft und ganz weich und ganz leise sind, und werde lauter, langsamer. Gut, die Variation Nummer 2. Wir spielen die 6 Töne wieder nach oben ab. Einmal habe ich mich verspielt. Okay, wir spielen die 6 nach oben ab. Dann wechseln wir in etwas, wie der Wasserfall ist. Wir spielen nochmal den ersten Ton und oben 2. Dann wechseln wir wieder auf die 3. Das ist schwieriger, ich weiß, für Anfänger ein bisschen happig, aber wenn du schon länger spielst, sollte es kein Problem sein. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich jetzt die erste Variation und die zweite miteinander kombiniert habe. Ja, das geht natürlich zusätzlich zu den 4 verschiedenen Dingen, die wir beim Tutorial 1 der Orcha-Wellen gemacht haben. Jetzt kommt noch eine dritte Variation. Wieder die 6 Töne auflegen. Wir spielen unten, die linke Hand spielt nach oben. Jetzt geht es anders, von oben nach unten, und der Daumen darf irgendwohin weiter wandern, wohin er kommt. Ich mache das mal ganz langsam. Also die unteren beiden Finger bleiben da, nur der Daumen geht hoch oder runter. Auf der G-Seite. Runter. Schön ist immer, wenn du dann den Daumenton betonst, weil der ist ja eigentlich fast wie eine kleine Melodie, die da entsteht. Muss man vielleicht am Anfang, wenn es ungewohnt ist, ein bisschen üben, aber ich finde, das birgt wahnsinnig tolle Möglichkeiten zu spielen. Jetzt mache ich es nochmal alle 3 Sachen nacheinander. Ich hoffe, ich schaffe es langsam. Oh je. Beliebige Töne, die 3 erstmal nach normal hoch. Zweite Variation, Wasserfall. Alle hoch. Jetzt nehmen wir wie beim Wasserfall den einen
Wieder hoch. Und der Daumen, der dann wandert. Ja, so kannst du stundenlang vor dich hinspielen. Das ist, wenn du es ein bisschen geübt hast, nicht so kompliziert und es klingt auch langsam schön, denn die Ortscha fließt im Sommer wirklich langsam mit ihrem grünen Wasser. Und wir können auch auf den ersten Teil nochmal zurückgreifen. Ja, ich hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei, nur mit diesen 3 Klängen und ein bisschen Variationen herum zu experimentieren. Ich finde es sehr, sehr entspannend. Wenn du natürlich noch Anfänger bist, dann ist es sicherlich schwieriger, aber nimm dir einfach Zeit und lass die Wellen ganz langsam fließen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen hier weiter sitzen an diesem wunderschönen warmen Sommerabend und weiterspielen und ich wünsche dir viel Freude dabei. Hör dir zu, fühl deine Musik und spiel langsam, laut, leise, betone den Anfang, den Schluss, gib dein Gefühl hinein und geh ganz mit deiner Musik. Ich sage Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du mir was schreibst und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.